Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es bei dem M2 mal wieder um das Thema Bremsbelüftung. Ich hatte ja in der Vergangenheit schon Videos zum Thema Bremsbelüftung gemacht und habe in der Vergangenheit auch so gemischte Erfahrungen mit Bremsbelüftungen gesammelt. Ich habe bisher immer die Variante von Burkhardt gefahren. Verlinke ich euch oben mal das Video. Burkhardt Engineering, das hier ist aus Kohlefaser gefertigt, also sehr stabil. Hier hinten haben wir eine entsprechende Metallhalterung, mit der man diese Schaufel, die dann die Luft sozusagen einfängt, unten am Querlenker oder beziehungsweise halt an diesem Tragarm, der zum Spurstangenkopf geht, unten am Fahrzeug, an der Vorderachse. An diesem Träger wird die Schaufel befestigt, sozusagen dass die eben schön im Fahrtwind steht. Problem bei der Geschichte ist Curbs auf Rennstrecken. Eine dieser Schaufeln habe ich verloren, also die erste Fahrt auf der Rennstrecke ging problemlos damit und bei der zweiten Fahrt habe ich dann angefangen, ein bisschen die Curbs mitzunehmen und bei einer Curbüberfahrung habe ich dann eine von diesen Schaufeln verloren. Burkhardt war da sehr kulant, hat mir für ganz wenig Geld nochmal eine Ersatzschaufel zugeschickt. Seitdem habe ich die aber tatsächlich auf dem Trackday nicht mehr genutzt, aber die haben auf jeden Fall was gebracht. Also da habe ich sozusagen im Fahrzeug selber bei den Reifentemperaturen sehen können, dass die um einige Grad kühler waren. Und Reifentemperaturen entstehen ja nicht nur durch die Reibung selbst, sondern vor allem auch durch die zusätzliche Abwärme, gerade an der Vorderachse bei mir mit der großen Bremsanlage. Also die hier haben auf jeden Fall einen Effekt gehabt. Liegt halt auch daran, weil hier hinten kommt eben direkt der Belüftungsschlauch drauf und der wird dann wirklich direkt zu dem Hitzeschutzblech an der Bremsscheibe geführt und kann wirklich die Luft direkt an die Bremsscheibe schaufeln. Also habe ich getestet, funktioniert. Einzige Geschichte ist eben, dass man beim Curbüberfahren ein bisschen vorsichtig sein muss. Hier habe ich mir überlegt, die werde ich ein bisschen bearbeiten. Ich werde hier unten 2 kleine Schlitze reinmachen, sodass ich, wenn ich die Kabelbinder dann durchführe, die Kabelbinder hier an dem Teil arretiert sind, denn zum einen hat man dort auch Plastikkabelbinder verwendet, so wie bei dem Teil von Speed Engineering, worum es heute auch gleich geht. Und meine Vermutung ist, entweder hat es diesen Plastikkabelbinder komplett weggesprengt oder aber durch die Vibration ist er an der Seite runtergerutscht und dann hat sich das Ding verabschiedet. Das heißt, hier fehlt einfach die Möglichkeit, den Kabelbinder irgendwie am Teil zu arretieren. Das heißt, wenn ihr die nutzt, die funktionieren, aber dann müsst ihr euch hier irgendwas überlegen, dass ihr da, wie gesagt, so eine Art Schlitze reinmacht, durch die ihr die Kabelbinder führen könnt, damit das Teil nicht verloren geht. So viel dazu. Und jetzt das Teil von Speed Engineering, kostentechnisch deutlich günstiger. Vom Gewicht gibt sich das jetzt nicht viel, aber das hier ist allein wegen dem Metallhalter natürlich ein bisschen schwerer. Allerdings bei Speed Engineering, das kann jetzt positiv oder negativ sein, je nachdem, ist die Verarbeitungsqualität, ich weiß nicht, ob man das jetzt schlechter nennen kann, es ist halt einfach flexibler, das Teil. Problem ist jetzt, ohne da groß Druck auszuüben, verformt sich das sehr stark. Das nächste ist, dass die Bauhöhe relativ gering ist und wenn man das dann auch eben unten an diesem Querlenker anbringt. Ich hatte jetzt meine Probleme, wir sehen es gleich am Fahrzeug, das zum einen in so eine vernünftige Position zu bringen. Hier ist es ja so, hier wird die Position über diese Rechteck vorgegeben oder halt über diese L-Form, dass man das richtig schön am Querlenker ansetzen kann oder am unteren Tragarm. Und hier ist es so, das kann man praktisch, man ist natürlich flexibel, aber man ist halt auch flexibel in der Orientierung, also sprich, wie das nachher im Wind steht. Und meine Befürchtung ist, wie gesagt, sehen wir gleich am Auto, wenn da entsprechend Gegendruck entsteht, muss gar nicht viel Gegendruck sein. Dadurch, dass das hier nirgends irgendwo in Führung gehalten wird, wird sich das wahrscheinlich einfach wegbiegen. Und dann steht es gar nicht mehr im Wind und kriegt gar nicht mehr sozusagen die optimale Anströmung. Zudem, wenn ich das jetzt verbaut habe und das Auto ist abgelassen, der nächste Punkt ist der Unterboden. Das Auto ist ja vorne mit der Stoßstange relativ tief. Gerade wenn ihr eben das Auto für Rennstrecke abstimmt, habt ihr meistens auch nochmal, das Fahrzeug ein bisschen abgesenkt. Und da habe ich jetzt das Problem, ich habe mal was hingehalten, Unterseite oder Unterkante von der Frontlippe in Richtung dieser Bremsöffnung und da war jetzt hier unten lediglich maximal 1 Zentimeter, der wirklich frei in der Luft stand. Der andere Teil war sozusagen passiv abgedeckt. Wenn man jetzt die Linie der Frontstürze weiterverfolgt, zeige ich euch aber gleich unten am Auto. Das heißt, ich bin wirklich skeptisch, was die Effizienz angeht. Plus hier diese kleine Öffnung, die halt einfach nur so ungefähr in Richtung Bremsscheibe zeigt. Schwierig, ja, also wirklich schwierig. Ich habe sehr gemischte Gefühle.
Ich werde es, denke ich, trotzdem mal ausprobieren auf der Rennstrecke, ob ich eine Veränderung sehen kann anhand der Temperaturen. Ich bin ja immer viel auf der Rennstrecke unterwegs und Knackpunkt ist bei mir immer die Temperatur auf der Vorderachse. Fängt immer an zu schmieren. Aufgrund der großen Bremsanlage bin ich da auch gerne mal über 100 Grad Reifentemperatur und dann ist sowieso vorbei. Also wenn ich es schaffen kann, so wie mit der Burkhardt-Bremskühlung, das irgendwie in einem Bereich zu halten von ja maximal 85, wenn ich einige Runden am Stück fahre, also 85 Grad, dann weiß ich, das funktioniert, weil ohne Bremskühlung ist spätestens ab der dritten schnellen Runde knacke ich immer die 100 Grad Marke und dann ja, ist wie gesagt, dann schmiert der Reifen und dann funktioniert das sowieso nicht mehr. Das heißt, ich habe da sehr gut Möglichkeiten, das zu vergleichen, ob das funktioniert. Wird jetzt in dem Video nicht passieren, aber ich werde dann irgendwann noch ein Video nachreichen, wo ich euch die Info gebe, ob das hier irgendeinen Effekt hatte oder nicht. Und wie gesagt, jetzt haben wir uns das, ja, sag ich mal, theoretisch so ein bisschen angeschaut. Von der Montage ist es so, wird das auch mit Kabelbindern gemacht. Ihr führt hier diese Kabelbinder durch. Ich würde empfehlen, die von hinten durchzuführen. Und weil ihr das dann hier einfacher habt, die hier vorne durchzufädeln. Andersrum ist es halt hier hinten dann nachher schwierig, mit dem Finger die Nase da einzufädeln. Und dann müsst ihr euch vorstellen, sitzt hier der Tragarm und die Kabelbinder umschließen das Bauteil oder befestigen das Bauteil am Tragarm. Aber wie gesagt, das sehen wir jetzt gleich unten. Ich zeige euch dann auch die Problematik, dass eben nur ganz wenig im Wind steht. Also ich tue mir jetzt schwer, ich habe es wie gesagt noch nicht ausprobiert, aber rein vom ersten Eindruck würde ich sagen, ist das hier von der Grundidee deutlich weniger effizient als diese Schaufel. Ja, aber das, wie gesagt, wirklich auflösen kann ich es dann erst, wenn ich damit mal auf einem Trackday war. Jetzt schauen wir uns aber unten am Auto mal an, wie das denn aussieht. So, leider ist mein anderes Mikrofon gerade leer. Das heißt, vielleicht ist die Tonqualität jetzt ein bisschen schlechter, ich weiß es nicht. Hier unten ist jetzt natürlich wenig Platz. Ich habe das Auto jetzt abgestellt, sodass man sozusagen ein realistisches Bild bekommt, wenn die Kamera scharf stellen würde, dass man ein realistisches Bild bekommt, wie das dann nachher im verbauten Zustand aussieht. Also, ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, ob da wirklich Luft hinströmt, aber das muss ich, wie gesagt, dann auf dem Trackday probieren. Zudem ist ja hier auf der Seite auch noch so ein ja, Luftableitblech oder so eine, ja, wie nennt man das? Ja, so ein Luftleitblech, was eben verhindern soll, dass da zu viel Luft in Richtung Reifen strömt. Zumindest sieht das für mich erstmal so aus. Ich weiß auch nicht, welchen Zweck das jetzt nachher im Detail erfüllt oder ob das wieder irgendwelchen Vorschriften aus der EU geschuldet ist. Ein Ticken tiefer, finde ich, könnte die Ansaugung oder dieses Leitblech oder diese Bremsbelüftung schon sitzen. Es ist, wie gesagt, ein bisschen variabel da unten. Also das heißt also, es hat halt Spiel, ne, weil es halt nur Kabelbinder sind. Ich hebe das Auto gleich nochmal hoch, dann zeige ich euch die Montage der anderen Seite und dann werde ich auch mal ein bisschen an den Luftleitführungen da wackeln, damit ihr das so ein bisschen nachvollziehen könnt, was ich meine. Und jetzt hätte ich gesagt, gehen wir hier mal von der Kameraposition so genau vor dieses Luftleitblech. Ich versuche auch schon ungefähr die Höhe zu treffen. Ja, wie wir sehen können, ist halt schon, ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, bin kein Aerodynamiker, aber optimal sieht das für mich nicht aus. Ich denke, es wäre sicherlich nicht verkehrt, wenn man das hier kürzt oder wegnimmt, damit hier noch mehr Luft dahin strömen kann. Aber ja, wirklich abschließend beurteilen kann ich es dann tatsächlich erst auf dem Trackday, wenn ich auch wirklich die Temperaturen gesehen habe. Von der Montage geht es super leicht. Das zeige ich euch jetzt einmal. So, jetzt habe ich hier die Beifahrerseite auch montiert. Also, ja, es hat halt schon ein bisschen Spiel. Wenn man hier so leicht gegendrückt, bewegt sich das, dreht sich. Ich weiß es nicht. Ich muss es dann auf dem Trackday, wie gesagt. Ich wiederhole mich da immer wieder, aber ja, ist halt schwer zu beurteilen. Ansonsten, wie gesagt, von der Montage her super einfach. Freigängigkeit aufgrund dessen, dass es ja eine relativ niedrige Bauhöhe hat, ist auch sehr gut. Also da keine Probleme. So, hier nochmal die Fahrerseite. Und da seht ihr schon, ne, da habe ich das halt jetzt auch schon durch die Versuche ein bisschen mehr gedreht. Ja, ich bin mir unsicher, wie gut das nachher auf der Rennstrecke in der Position bleibt. Das muss ich zeigen. Dann, was ich vorher gezeigt habe, hier dieser Windabweiser oder dieser Spritzschutz. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt Wind
oder Luft abweisen soll oder wirklich nur, sag ich mal, ja, Schmutz und Dreck irgendwie schützen soll, hochgeschleudert zu werden. Also dass man das hier sozusagen nutzt, damit hier nicht so viel Schmutz und Dreck in Richtung der Ladeluftkühler geht. Ich weiß es nicht. Aber das steht natürlich jetzt von der Flucht her oder von der Position, ist das hier so ein bisschen im Weg. Das heißt also, die Luft tritt hier auf. Ich meine, klar, das ist auch beweglich. Strömt dann vielleicht so in die Richtung. Ja, ist schwierig zu sagen. Ist wirklich schwierig zu beurteilen. Auch von der Seite, wenn man da so schaut. Es ist halt nicht wirklich viel tiefer als die Stoßstange. Und ich weiß nicht, ob die Luft gerade fließt oder ob die Luft dann tatsächlich hier in diesen Hohlraum eindringt, also praktisch so nach innen sich reinzieht, so ein Sog entsteht. Oder ob, weil die Luft von hier kommt, eher so eine Delle macht und da vorbei. Das müsste man halt aerodynamisch mal jemanden fragen, der sich damit auskennt, oder halt tatsächlich einfach mal testen, wie der Luftfluss ist während der Fahrt. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, welche Geschwindigkeiten man fährt. Zudem darf man ja nicht vergessen, die Position jetzt, also dieses etwas tiefere, ist ja im komplett ausgefederten Zustand. Sprich, das, was ihr vorher gesehen habt, war ja der Zustand, wenn das Auto eingefedert ist, was ja der realistischere Zustand ist. Bedeutet, normalerweise sitzt diese Lüftung nochmal deutlich höher im Fahrzustand. Also ja, ansonsten hier hinten, also das zeigt schon direkt in Richtung Bremsscheibe. Das ist, hätte ich gesagt, voll in Ordnung. Da unten an die Bremsscheibe in Richtung Bremsnarbe oder Radnarbe, besser gesagt. Das sieht in Ordnung aus. Ja, also wie gesagt, Montage super einfach. Lässt sich innerhalb von wenigen Minuten verbauen. Ich knipse jetzt hier noch die Kabelbinder ab. Man ist auch flexibel in der Position, kann es rein oder rausschieben. Ich habe es jetzt halt relativ nah an die Bremsscheibe geführt, damit da, ja, sage ich mal, denke ich, der beste Effekt entsteht. Je näher das an der Bremsscheibe ist, desto besser, denke ich mal, ist der Effekt. So, und jetzt das Ganze nochmal aus einem anderen Winkel. Jetzt, wie gesagt, hier ist die Fahrzeugfront, dort hinten ist das Fahrzeugheck. Hier, jetzt im abgelassenen Zustand, steht diese Belüftung natürlich deutlich besser im Wind. Später, wenn das Fahrzeug eingefedert ist, so wie ihr es am Anfang gesehen habt, oder, sag ich mal, im paar Minütchen zurück, wo ich das gezeigt habe, als das Auto auf dem Boden stand, ist das natürlich weniger stark im Wind. Außerdem haben wir ja auch noch hier dieses Luftleitblech. Da muss man dann eben im wirklichen Fahrbetrieb mal den Realitätstest machen, ob es gut funktioniert oder schlecht funktioniert. Ansonsten, hier könnte ich auf jeden Fall die Kabelbinder noch ein bisschen nachziehen. So richtig auf der anderen Seite sitzt es irgendwie fester. Jetzt ist es besser. Ja, jetzt ist es ordentlich eingerastet. Jetzt habe ich auch hier einen relativ guten Sitz. Es ist natürlich immer noch beweglich, ja, aber nicht mehr so stark. Es wird sich zeigen, wie gut es den Rennstrecken- oder auch Alltagseinsatz überlebt. Auf jeden Fall ist hier genug Freigängigkeit zu allen anderen Bauteilen. Das sollte also nirgends schleifen, das passt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ähnlich montiert. Vom Abstand her auch habe ich es eben möglichst weit hier in Richtung Spurstangenkopf positioniert, dass eben dieser Lüftungsschnorchel da hinten möglichst nah an der Bremsscheibe ist. Ansonsten ist es, wie gesagt, sehr, sehr einfach zu montieren, habt ihr ja gerade gesehen. Somit war es das auch fürs heutige Video. Kurzes Video, ist ja auch ein einfaches kleines Bauteil, könnt ihr selber bei euch zu Hause verbauen. Wagenheber, dann bekommt ihr das hin. TÜV-Eintragung, soweit ich weiß, ist nicht notwendig. Das ist kein TÜV-relevantes Bauteil. Es ist auch ein sehr weiches Bauteil, da sollte also auch nichts passieren, wenn ihr das verliert. Ein, ja, kleiner Mod, den man schnell und einfach einsetzen und anbringen kann. Ob er wirklich hilfreich ist, seht ihr dann irgendwann in einem Folgevideo, wo ich dann nochmal ein Recap mache, wie sich das im Alltag bzw. auf der Rennstrecke geschlagen hat. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.